Grüß euch, da ist der Armin von Gusta Garden. Heute schauen wir uns die Sissi Strawberry an. Ich schlage vor, wir packen sie gemeinsam aus, klicken wir sie einmal zusammen, befüllen wir sie und tun die Erdbeeren rein und schauen wir, wie das Ganze funktioniert. Der Inhalt: eine Bedienungsanleitung, ein Untersetzer, Halbschalen, da gibt es rechte und linke Teile, die werden zusammengeklipst. Jetzt haben wir alle Elemente zusammengebaut, sieht man da. Jetzt fangen wir an mit der Befüllung mit Erde, mit der Bepflanzung und stellen das Ganze auf. Beim Einpflanzen von den jungen Erdbeerpflanzen ein Tipp von mir: als erster den Becher leicht drücken, damit sich die Wurzel löst. Dann sieht man schon, wenn die Wurzel so schön weiß außen, es ist ja ganz frisch. Und jetzt ist wichtig, dass man es einmal richtig anbricht, die Wurzel. Das hat den Vorteil, dass sie dann viel besser anwächst und auch nach unten wächst und nicht nur im Kreis rum. Und dann reinsetzen, schauen, dass der Wurzelball einen guten Kontakt mit der Erde hat, verfestigen. Das gleiche machen wir auf der zweiten Seite und dann ist es sichergestellt, dass die Erdbeerpflanzen sehr schnell anwurzelt, richtig groß wird und dass man später einen gescheiten Ertrag hat. Jetzt haben wir alle aufgebaut. Es ist Zeit, dass wir die Sissi Classic aufstellen. Wir beginnen mit einer Etage, stecken das Ganze in den Untersetzer rein und machen das schrittweise von unten nach oben. Die klacken ideal ineinander, das hört man. Natürlich kann man die Erdbeerpflanzen und die Töpfe ausrichten, wie es für ans Haus am besten ist. Und so machen wir das schrittweise, bis wir alle Etagen übereinander haben. Jetzt ist die Sissi Classic aufgebaut. In der obersten Etage kann man noch Erdbeerpflanzen reingeben. Ein Tipp von mir: am Anfang nicht ganz mit Erde vollfüllen, dann tut man sich später leichter. Und wenn dann die oberste Pflanze eingesetzt ist, mache ich es trotzdem nicht ganz mit Erden voll. Das hat den Vorteil, dass man später beim Bewässern etwas mehr Platz hat, wo das Wasser drin sich verbreiten kann und dass man ein bisschen schneller gießen kann. Wichtig vielleicht noch zum Aufstellen: wenn man es in der Freie aufstellte und es ist ein windexponierter Platz, dann sollte man auf jeden Fall den Untersetzer beschweren oder das Ganze irgendwo an eine Hausmauer oder an etwas anstellen, damit das nicht umfallen kann. Wenn man mit dem Wind kein Problem hat, wie gesagt, kann es ganz einfach frei stehen. Und jetzt schauen wir der Sissi beim Wachsen zu.